Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plane Talk. Ja, heute lassen wir die Passagiere draußen oder wir entfernen sie aus dem Flugzeug gedanklich und wir füllen die Flugzeuge mit Fracht. Und das ist unser Thema, natürlich mit dem Mann, der sich besser auskennt bei den Frachtdamen als jeder andere auf dieser Welt. Denn der Andreas hat ja nicht nur die Damen aus dem Airbus-Konzern vor kurzem bei Plane Talk gehabt, sondern heute ist es eine Dame, eine der raren Damen aus dem Lufthansa-Konzern. Wir sprechen heute mit Dorothea von Boxberg. Sie ist CEO von Lufthansa Cargo, ist also die einzige Frau im Lufthansa-Konzern, die gerade eine Airline führt und ist auch sicherlich in der Frachtbranche, Luftfrachtbranche, eine der ganz wenigen, wenn nicht die einzige Frau, ich weiß es nicht genau, die eben eine solche Airline führt und ja eine gar nicht kleine Airline, denn der größte Anteil der deutschen Luftfrachtexporte passiert mit Lufthansa Cargo. Mit der sprechen wir heute. Wir werden sie gleich sehen, aber ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, dass manche Pilotinnen versuchen, eigentlich sehr männlich zu sein, um eben nicht aufzufallen oder die quasi mit ihrer Weiblichkeit sich eher zurückhalten. Jetzt ist die Logistikbranche, also das Frachtgeschäft, ja eine, also ich würde mal sagen, zu wahrscheinlich 99% männlich dominierte Branche. Wie ist die Frau denn bei dir angekommen? Also ich kenne sie schon von, also flüchtig jedenfalls von früher, weil sie schon im Lufthansa-Konzern in der Passage war und sich etwa auch um die Entwicklung der neuen Business Class gekümmert hat. Und deswegen finde ich es mutig von ihr, dass sie dann eben in die Luftfracht gegangen ist, was eben eigentlich noch mehr eine Männerbranche ist, als die Passage schon ist. Und die ist ja schon 6 Jahre bei Lufthansa Cargo und ich glaube, sie hat sich da ganz gut eingelebt und sie hat sicherlich davon profitiert, dass jetzt eben natürlich im Moment gerade seit Corona ja wirklich die Luftfrachtbranche und speziell auch Lufthansa Cargo wirklich der Star-Performer ist in der Lufthansa-Gruppe, also ziemlich die einzige Sparte, die noch Geld verdient. Und das ist natürlich gerade ein guter Platz, um da zu sein. Deswegen auch ein guter Zeitpunkt, sie jetzt zu interviewen. Ich habe zum Beispiel auch schon mit Nico Buchholz, dem früheren Chef Flotteneinkäufer von Lufthansa, über sie gesprochen und mit einem anderen Kollegen aus dem Lufthansa-Konzern, der auch mit ihr schon zusammengearbeitet hat. Und die sagen eigentlich, und das ist ganz selten, alle das Gleiche. Sie ist sehr nett, sie ist sehr umgänglich, sie weiß genau, was sie will, sie weiß genau Bescheid und ist dabei eben angenehm, unaufgeregt und sehr kollegial. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Führungsstil, den man heute auch braucht. Ist es das Handwerkszeug, um eines Tages Lufthansa-Chef zu werden? Weil wenn man sich anschaut, mit welchem eisernen Besen Carsten Spohr manches Mal kehren muss, dann glaube ich, ist das immer die Frage, die wir uns Männern wahrscheinlich stellen. Kann die genauso einen eisernen Besen führen oder vielleicht ist es auch gar nicht notwendig? Aber glaubst du, dass sie das Zeug hätte, um CEO von einer Lufthansa zu sein? Ich glaube, das wird im Konzern sicher grundsätzlich so gesehen. Also entdeckt hat sie der damalige Lufthansa-Chef Christoph Franz. Der hat sie auch gezielt gefordert und hat sozusagen in ihr eben auch Führungskräftematerial gesehen. Und wie du vielleicht weißt, ist ja Lufthansa Cargo und der dortige Chefposten wirklich eine Art Bewährungsprobe und Durchlauferhitzer, denn wie du vielleicht auch weißt, ist ja Carsten Spohr selber früher Chef von Lufthansa Cargo gewesen. Und das ist ja auch kein Zufall wahrscheinlich, dass er es dann auch danach geschafft hat, irgendwann über 2 andere Stationen auf dem Chefsessel des Konzerns zu landen. Von daher würde ich sagen, jeder, der auf diesem Posten des oder der CEO bei Lufthansa Cargo eine gute Figur macht, ist sicherlich potenziell CEO-Kandidat in dem Pool auf jeden Fall. Und natürlich keineswegs heißt es, dass wir nicht so kommen muss mit ihr, aber zumindest ist sie definitiv sicherlich im Kreise der Anwärterin. Das würde ich ganz klar so sehen, ja. Und noch eine wirtschaftliche Frage. Glaubst du, dass die Pandemie der Lufthansa Cargo in die Hand gespielt hat? Oder andersherum die Frage, wo wäre die Lufthansa Cargo heute, wenn es diese Knappheit durch die Pandemie nicht gegeben hätte? Also das ist ganz klar, die Fracht, generell Luftfracht, deswegen heißt ja unsere Episode auch heute Lichtblick Luftfracht, ist wirklich eine der wenigen Bright Spots, also eine der wenigen Erfolgsgeschichten der Luftfahrt in der Pandemie, in der Krisenzeit. Denn die Luftfahrtbranche boomt. Ich habe auch gerade von der IATA gehört, dass jetzt also im Mai 2021 das Frachtaufkommen der Luftfracht eben um 9% über dem lag vom Mai 2019, also dem letzten Jahr vor der Corona-Krise. Und das spricht schon eine ganz klare Sprache. Und es ist Frachtkapazität, egal ob auf Schiffen oder auf Flugzeugen, heute so gefragt wie noch nie, weil eben alle online bestellen, weil es alle Lieferketten teilweise noch so funktionieren im Moment. Und also deswegen wäre sicherlich die Luftfracht, auch die Lufthansa Cargo, jetzt nicht so erfolgreich gerade wie jetzt gerade, wenn eben keine Pandemie wäre. Hier kommt das Gespräch Andreas Speth und Dorothea von Boxberg, CEO Lufthansa Cargo. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight. Hallo zusammen, ich bin Carsten Banach und fliege die letzte MD-11 bei Lufthansa Cargo. Der Simulator, in dem wir uns hier befinden, ist auch der letzte seiner Art in Europa. Bis Mitte September gibt es jetzt noch die Gelegenheit, ihn und damit auch die MD-11 in Aktion zu erleben.
Schaut doch einfach mal unter www.proflight.de vorbei. Dort findet ihr alle Informationen und Angebote rund um die MD-11. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen in den nächsten Wochen noch hier im Simulator begrüßen zu dürfen. Macht's gut und vielleicht bis bald. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Hallo Frau von Boxberg. Hallo Herr Speth, wie schön Sie zu sehen. Lufthansa Cargo trägt im Moment 20% zum Umsatz des Konzerns bei. Vorher waren es nur 7%. Also Luftfracht ist wirklich sexy gerade. Wie fühlt sich das an, auf diesem Posten jetzt sozusagen die Moneymaker des Konzerns zu dienen? Naja, ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, dass das einfach eine sehr besondere Situation ist und sehr stark der Corona-Pandemie geschuldet. Aktuell steht eben ein Großteil der Lufthansa-Flotte und auch der Flotten von Austrian, Brussels, Swiss und so weiter auf dem Boden. Und deswegen ist unser Anteil so vergleichsweise hoch. Das sollte besser nicht zu lange so bleiben, aber natürlich, als Cargonaut kann man sich freuen, wenn es bei uns gerade gut läuft. Ich habe eben gerade eine IATA-Präsentation gehört, wo es hieß, dass im Mai jetzt die Fracht wirklich weltweit um 9% über dem Niveau von 2019, also von vor Corona, lag. Und das ist schon erstaunlich sozusagen, dass der Stellenwert von Fracht im Moment in der Luftfahrt so groß ist. Woran merken Sie das vor allen Dingen in Ihrem Job? Naja gut, also es gibt tatsächlich wirklich ein sehr hohes Interesse an den Frachtfragen. Das war letztes Jahr natürlich sehr stark dieses Thema rund um die Pandemie, also wer bringt als erstes die Schutzmasken, wann werden die Impfstoffe geflogen, also wirklich direkt in der Pandemie die Frage. Dann die Frage resiliente Lieferketten. Wie kann man denn sicherstellen, dass wenn alle zu Hause sind und Leute sich gar nicht mehr treffen können interkontinental, dass dann trotzdem die Warenflüsse vorangehen. Also dadurch sind plötzlich Prozesse, die eigentlich immer so Support-Prozesse sind oder müssen halt funktionieren Prozesse, auf jeden Fall nicht die im Rampenlicht stehen, sind dann plötzlich eben etwas auf die Bühne gekommen. Und das macht sich dann auch für die Cargo bemerkbar, keine Frage. Was schätzen Sie denn, wenn sich hoffentlich sozusagen jetzt bald die Corona-Lage wieder so weit normalisiert, dass es eben nicht mehr größere Lockdowns geben wird, wie viel Ihres heutigen, ja so etwas durch die Situation eben aufgeblähten Frachtaufkommens sozusagen wieder zurückgeht? Mit anderen Worten, wo wird sich die Fracht nach Corona einpendeln? Ist Ihre eigene Beförderungsleistung, aber auch die Branche generell? Das ist wirklich die schwierigst zu beantwortende Frage in der Luftfracht. Also das Angebot ist eigentlich immer so relativ stabil, also stabil wachsend in normalen Zeiten. Jetzt gab es natürlich auch einen großen Dip, aber die Nachfrage wächst und fällt relativ volatil. Und deswegen ist es tatsächlich sehr schwierig zu sagen, wann Nachfragen runtergehen werden. Jetzt aktuell, finde ich, gibt es viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Nachfrage erstmal hoch bleibt. Also zum Beispiel eine der Industrien, die besonders viel Luftfracht nachfragt, ist die Automotive-Industrie. Die ist jetzt, nachdem sie ja erstmal in Corona auch sehr ins Tal der Tränen geraten war, schon seit Ende letzten Jahres und die hohe Nachfrage in China sehr stark am Boomen. Das Thema Pharma ist ein Thema, was über Jahre wächst, aber jetzt auch nochmal natürlich über Impfstoffe und alle Impfstoffe, die es natürlich auch für klassische Krankheiten gibt, nochmal sehr starken Boost erfahren hat. Wir sehen die ganzen Investprogramme in jetzt den USA, aber auch in Europa, die dazu führen, dass bestimmte Sachen sehr stark nachgefragt werden. Und es gibt natürlich jetzt diese bestimmten Knappheiten, also zum Beispiel die Microchips, wo klar ist, was weiß ich, es stehen Werke in Europa, weil die Microchips fehlen für die Autofertigung beispielsweise. Dann werden die, wenn sie gefertigt werden, auch nicht erst noch 6 Wochen mit dem Schiff gefahren werden, sondern schnellstmöglich per Flugzeug. Also das heißt, jetzt so für die nächsten Monate, finde ich, gibt es gute Indikationen, dass Luftfracht sehr hoch im Kurs sein wird. Aber erfahrungsgemäß kann das auch immer sehr schnell wieder drehen. Und wann es drehen wird, ist aber jetzt gerade schwierig vorauszusagen. Sie haben ja schon mal erzählt, dass irgendwie in Ihrer Amtszeit irgendwie, also Sie waren auch schon vorher bei Lufthansa Cargo einige Zeit, aber das sozusagen, seitdem Sie bei der Firma sind, bei Cargo sind, will ich jetzt irgendwie Ihre dritte Krise ist Corona, also sozusagen genau, was Sie gerade sagen, eben dieses Auf und Ab ist sozusagen noch mehr, als es vielleicht bei der Passage der Fall ist, eben in der Fracht noch viel stärker. Man sagt ja auch, dass Fracht generell ein bisschen ein Frühindikator ist für die Entwicklung der Weltwirtschaft. Also wenn ich Sie recht verstehe, ist es zumindest, wird das Frachtaufkommen höher bleiben erstmal, als es vor Corona war.
Also das wäre ja auch klassisch zu erwarten, weil es klassisch über die Jahre auch immer gewachsen ist. Wir sind einfach nur jetzt aus der Corona-Krise sozusagen wieder raus, was die Warentransporte betrifft. Wenn in der Seefracht die Raten niedrig sind, wenn die Seefracht alles sehr gut hinbekommt, dann besteht natürlich weniger Nachfragen wie jetzt, sei es durch die Ever Given im Suezkanal oder durch die Schließung des Hafens in Shenzhen in Yantian, einfach wirklich Supply Chains durcheinander kommen und Waren eben nicht dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Das führt natürlich dann nochmal zu extra Nachfrage nach Luftfracht. Können Sie mittlerweile der Fracht auch eine gewisserweise ähnliche Sexiness abgewinnen wie der Passage? Also in der Tat, ich finde Fracht tatsächlich sehr sexy. Es kommt allerdings nicht von coolen Designern oder schönen Sitzen her, sondern es kommt daher, was man inhaltlich tut. Dass man einfach die Dinge, die gebraucht werden, transportiert. Und es gibt solche Unmengen an tollen Geschichten, wenn das jetzt die Wahlurnen nach Uganda sind oder jetzt eben letztes Jahr alles rund um die Pandemie, was man dahin schaffen kann, wo es gebraucht wird. Das ist schon wirklich klasse und ich finde eine sehr große Motivation. Es ist ja bald, ob man es glaubt oder nicht, in Tokio die Sommerolympiade. Und ich habe gerade gestern gelesen, dass jetzt einfach von vielen Ländern, wo die Sportler nach Tokio müssen, gibt es im Moment keine Passagierverbindung. Und es gibt für erstaunlich viele Länder, wo die Menschen, also die Sportler, die Athleten, die nach Tokio wollen, sich jetzt irgendwie organisiert haben oder deren olympische Komitees, dass die an Bord von Frachtflugzeugen mitfliegen können nach Tokio. Das fand ich ganz spannend, sozusagen als ein Backup, in dem Fall eben auch sozusagen die Beförderung essentieller Passagiere zu sichern. Das ist interessant. Ja. Für Sie keine Aber ist Option. mir nicht untergekommen, dass wir das im Moment machen. Nee, Nein. aus Deutschland ist es auch ein bisschen einfacher, nach Japan zu kommen oder zumindest hat man einen eigenen Flug für die Sportler. Also Lufthansa Cargo hat ja ihre Hilfsorganisation Cargo Human Care, die Projekte in Nairobi unterstützt. Und unter anderem sind da auch auf dem Frachter immer die Ärzte mitgeflogen, die dann eben ihren Einsatz vor Ort hatten und wieder zurückgekommen sind. Also insofern, ich glaube, das gibt es natürlich wahrscheinlich auf allen Frachter-Airlines, dass auch hier und da mal ein Passagier mit transportiert wird, aber in sehr kleinem Rahmen. Deswegen mal die Frage, ich wäre schon mal bei Ihnen gewesen in Frankfurt und habe auch neulich mit einigen jetzt aufhörenden MD-11-Piloten mich unterhalten. Die haben wirklich also geschwärmt und sagen, die wollen nichts anderes machen, als Fracht zu fliegen. Und es gibt immer so viel Abwechslung und es sei so spannend und seien so auch ungewöhnliche Flughäfen und überhaupt, also da war ich wirklich überrascht. Ja, also ich glaube, der Cargo-Spirit, der Cargo wird schon sehr gelobt oder herausgehoben. Ich glaube, das ist nochmal anders als in manchen anderen Unternehmen und das hat was natürlich mit unserer Größe zu tun, nämlich es ist eben keine so große Airline. Insgesamt sind wir halt so circa 4.000 Leute und davon sind eben ungefähr 400 Piloten. Also das ist einfach ein kleines Korps. Das heißt, die Leute kennen sich natürlich auch gut und sind schon miteinander geflogen. Das schweißt irgendwie zusammen. Und was ganz bestimmt stimmt, sind die etwas exotischeren Flughäfen. Früher war Novosibirsk für uns einer der Zwischenstopps nach Russland. Da ändert sich jetzt natürlich einiges, weil die 777 mit ihrer größeren Reichweite viele dieser Zwischenstopps obsolet macht. Aber selbst dann fliegen wir natürlich dann irgendwie in Südamerika oder auch in Asien einfach nochmal andere Destinationen an. Also zum Beispiel Saigon fliegt eben nur die Cargo an und sonst niemand in der Lufthansa-Gruppe. Ja, das ist spannend. Vielleicht können Sie gerade mal sagen, weil Sie es gerade erwähnten, was verändert sich eigentlich in der Cargo und in dem Angebot der Cargo, im Streckennetz der Cargo durch das Ausscheiden der MD-11 jetzt? Ja, also eine Sache, die sich jetzt aber über Jahre schon schrittweise verändert hat, ist, dass wir eher versuchen, eben 5 oder 7 Mal die Woche an eine Station zu fliegen. Früher gab es viel mehr dieses 2 oder 3 Mal die Woche. Es gab auch in der Fracht oder gibt immer noch mehr so Dreiecksflüge, wo man eben nicht hin und zurück fliegt, sondern noch über eine weitere Station. Jetzt in Südamerika zum Beispiel ist es der berühmte Milk Run, wo dann eine ganze Reihe von Stationen angeflogen werden, um eben den ganzen Frachter zu füllen. Das bleibt auch. Aber ansonsten geht es eben immer mehr zu tatsächlich Ping-Pong-Flügen und zu 5 oder 7 Mal die Woche weg von eben Dreiecks- oder Mehrecksflügen und eben sehr viele unterschiedliche Stationen im Netz. Ich meine, für Sie als Airline-Chefin ist natürlich die Transformation in eine im Moment erstmal reine 777-Flotte ein großer Fortschritt, weil natürlich die Transportleistung viel höher ist, die Reichweite höher ist, die Umweltfreundlichkeit viel höher ist also effizienter, leiser und so weiter. Aber können Sie trotzdem verstehen, dass auch sehr viele offenbar bei der Cargo sehr traurig sind, dass die MD-11 jetzt weggeht? Ja, das kann ich, weil es einfach so viele Geschichten gibt.
Und ich glaube, dass man als Pilot, also insbesondere als Pilot, einfach schon auch eine sehr hohe Affinität zu seinem Flugzeug hat. Und also ich glaube, dass man sich dann mit der Zeit schon auch mit der 777 anfreundet. Aber jetzt, dass es da erstmal einen Trennungsschmerz gibt, ist voll verstanden. Sie hatten gerade erwähnt, wie viele Piloten Sie insgesamt haben. Ich glaube, 400 sagten Sie eben, ne? Bei der Cargo. Wissen Sie, wie hoch die Quote der weiblichen Piloten? Haben Sie irgendwelche weiblichen Pilotinnen bei der Cargo? Haben wir, aber nicht sehr viele leider. Also wir haben noch nicht mal mehr ganz 5% weibliche Pilotinnen. Wie aktiv fördern Sie das sozusagen, die Steigerung sozusagen der, auch wenn sie nicht so heißt, aber der Frauenquote? Also Pilotinnen, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar wie Frauen in MINT-Fächern. Ja? Also das heißt, wer entscheidet sich, diesen Ausbildungsweg zu gehen? Das ist die große Frage. Und das ist eine Frage, die man als Unternehmen fast gar nicht gut angehen kann. Denn das fängt schon viel früher an. Also das fängt schon in der Schule an. Ist es für Mädchen zulässig, sich für diese Themen zu interessieren? Oder ist der Peer-Druck innerhalb der weiblichen Community so groß, dass man sich für die gleichen Sachen interessiert wie die anderen Mädels, dass man dann eben nicht an Chemie oder an Pilotin denkt? Und also insofern, das ist wahrscheinlich kein reines Thema, was man als Unternehmen schaffen muss, sondern was wir in der Gesellschaft besser voranbringen müssen. Und was natürlich hilft, sind Vorbilder. Was natürlich hilft, ist überhaupt darüber zu erfahren, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das Management-Thema ist ein bisschen anders gelagert, weil im Management haben wir in den Einstiegspositionen, beispielsweise im Headquarter, eigentlich pari, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und dann kommen nur nicht die gleiche Menge an Frauen auch in die Führungspositionen. Bei den Pilotinnen ist es wirklich die Frage, wer bewirbt sich für die Ausbildung, wo es einfach die Damen heute extrem unterrepräsentiert sind, leider. Ich kann nur noch ein Beispiel nennen. Es gibt in Hongkong eine Holländerin, die ist vermutlich so Anfang 30, die fliegt bei der Cathay Pacific die neue 7478 Cargo. Und die ist eine ganz erfolgreiche Influencerin auf Instagram mit über 900.000 Follower. Flying with Eve, with Eva ist das, glaube ich, ihr Account. Flying with Eva, lohnt sich reinzuschauen, auch für die Zuhörer als Tipp. Die ist natürlich auch ein totaler 747-Fan, aber solche Identifikationsfiguren braucht es, glaube ich, und gerade eben in heutigen sozialen Medien vor allen Dingen. Vielleicht sollten Sie mal versuchen, eine Pilotin zu finden unter Ihren 5%, die vielleicht bereit ist, so ein bisschen auf dieser Schiene auch für diesen Beruf zu werben und für die Offenheit dieses Berufs eben auch für Frauen. Ja, also sehr guter Hinweis und stimmt absolut. Also ich glaube, da machen wir natürlich schon auch einiges als Lufthansa-Gruppe insgesamt, aber ja, Vorbilder helfen und die Frau, mit der ich mich identifiziere, von der ich sage, wow, das ist total cool, was die macht, will ich auch machen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. Also ich hatte mich auch gerade gelesen, das fand ich sehr spannend, dass auch in der Corona-Zeit jetzt gerade, vielleicht sogar auch wieder dadurch, weil natürlich da mehr Umwälzung generell als sonst ist in der Luftfahrtbranche, gerade im Moment aktuell, also auch in diesem Jahr, erstaunlich viele Frauen zu Airline-Chefinnen geworden sind, gemessen an der sehr geringen Zahl, die wir vorher hatten. Also wir haben jetzt die Kollegin, die ist jetzt die Chefin der TAP Air Portugal, eine Frau geworden. Die kenne ich sogar, das ist die Christine Humier, heißt die, glaube ich, die war vorher bei Flybe, also eigentlich eine Französin. Also das ist schon eigentlich ganz ermutigend, finde ich, dass da jetzt plötzlich, also auf sehr geringem Niveau, aber eben doch auch bei größeren Airlines in Europa sich was tut. Und deswegen ist wirklich, sagen wir mal, sich auch mehr einzuschleifen scheint, dass das völlig normal ist, als Option eben auch eine Frau zu haben als Airline-Chefin, was es bisher wirklich, kann man die an den Fingern einer Hand abzählen, in der Passage auf jeden Fall. Ja, oder in der Frachtsparte bei American, Jessica Tyler. Also es gibt schon hier und da mal eine Frau, keine Frage. Nochmal wieder eine ganz andere Frage, nämlich eine Flugzeugfrage. Aber war ich sehr interessiert, das zu lesen heute, dass jetzt hier, also Lufthansa Cargo, zumindest unter dem Namen, ja auch Kurzstrecken fliegen wird mit der A321 PCF, was ja im Prinzip eben umgebaute Passagiermaschinen sind, die im Konzern schon existieren als Passage bisher. Also es ist ein A321-200. Die sind 16 Jahre alt, irgendwie sowas, 16 Jahre alt, 18 Jahre alt. Also die haben immer ein schönes Passageleben hinter sich, wenn sie dann als Frachter umgebaut werden. Die werden aber interessanterweise von der Lufthansa Cityline bereedert, die ja bisher gar keine A321 oder A320 überhaupt fliegt. Das sind Piloten der Cityline, die auch eine A320 Ops jetzt hochfährt. Also die sind nicht klassisch A320 Operator, aber haben inzwischen auch welche.
es sind jetzt nicht die ersten Flugzeuge, die in genau diesem Geschäftssegment unterwegs sind, sondern klassisch fliegen das natürlich schon die Integratoren, also die DHL, FedEx, UPS dieser Welt und Postgesellschaften. Und auch Lufthansa Cargo hat eine Historie mit dem berühmten Nachtpoststern, wo Flugzeuge tagsüber für Passagiere geflogen sind und nachts dann eben auf den Sitzen mit so... Da gibt es tolle Bilder von der Boeing 727, die damals eben dann Nachtluftpostkreuz irgendwie in Frankfurt und so abgedeckt mit ziemlich hässlichen, irgendwie so grünen oder rötlichen Planen irgendwann Sitze ab und da waren überall Postsäcke angeschnallt, genau. Aber in diesem speziellen Fall, von dem wir jetzt aktuell reden, sind das ja wirklich umgebaute Flugzeuge, die wirklich auch physisch zu richtigen Frachtern werden, mit Frachttor auf dem Hauptdeck. War das für Sie keine Option, die innerhalb der Cargo auch zu bereden, also quasi auch mit Ihrem Personal zu pflegen? Wenn Sie es gelesen haben, es geht ja jetzt erstmal um 2 Flugzeuge. Also das ist auch keine Dimension, wo man sagt, dafür macht man überhaupt einen Flugbetrieb auf, sondern jetzt gerade, das ist ja eine der Synergien, einer der Nutzen, den wir in der Gruppe ziehen können, dass wir einfach sowas auf die Beine stellen können, ohne jetzt im großen Stil Overhead aufzubauen, neue Steuerungsmechanismen aufbauen zu müssen und so weiter, sondern wir können da einfach sehr gut anflanschen und in dem Fall eben an die Cityline. Aber das heißt, ich verstehe das schon so, dass es quasi auch wirklich eine Folge der jetzt gerade völlig geänderten Marktbedingungen sind, ist zum einen natürlich, dass sie relativ viele Flugzeuge übrig haben, die auch vielleicht so nicht in die Passage zurückkehren werden, aber zum anderen, dass eben auch die Frachtnachfrage generell gestiegen ist, aber eben auch vielleicht auf kürzeren Verbindungen oder in anderen Märkten jetzt da ist, die vielleicht vorher nicht da war. Also es ist schon, der vielleicht vor 2 Jahren nicht passiert, vermutlich, oder? Ja, also der konkrete Anlass ist wirklich der gestiegene E-Commerce-Bedarf. Okay. Und das schließt nicht aus, dass man nicht auch mit Integratoren beispielsweise oder für Postgesellschaften dann Flüge machen wird. Da sind wir natürlich offen, den Kunden weiterzuhelfen, die daran interessiert sind. Aber die eigentliche Zielgruppe sind E-Commerce-Anbieter, weil wir eben sehen, dass da das, was wir sonst ja in der Luftfracht innereuropäisch machen, nämlich Roadfeeder-Services als Zubringung für die Langstrecke, dass das einfach nicht attraktiv genug ist. Ich glaube, Amazon Prime hat ganz gut den Standard gesetzt. Der Kunde erwartet nun mal, dass er einen Tag später seine Ware hat. Und auch wenn man viel und gute und schlau angelegte Lagerhaltung hat, ist das eben dann bei so vielen Items, wie es die großen E-Commerce-Giganten anbieten, einfach nicht möglich. Ohne Luftfracht. Also noch gibt es die Strecken, haben Sie noch die Strecken nicht beschlossen oder verkündet, die da geflogen werden sollen? Es ist relativ offensichtlich, dass es so Strecken wie Frankfurt-Madrid zum Beispiel ist. So eine klassische Strecke, die innereuropäisch ist, die ziemlich lang ist und wo man schon gut absehen kann, dass es da einen Bedarf geben wird. Ja, aber trotzdem brauchen wir dann erstmal Kunden, die es auch wirklich fliegen wollen. Und möglicherweise gibt es eine ganze Menge Bedarfe, die wir noch nicht kennen, die wir dann ins Netz aufnehmen würden. Aber die werden zumindest äußerlich als Lufthansa Cargo bemalt und gebrandet und auch von Ihnen vertrieben, die Kapazität, oder? Also das ist dann schon bei Ihnen angesiedelt. Also der Vertrieb und die kommerziellen Funktionen sind komplett bei uns, genauso wie die Frage nach dem Netz. Also wo fliegen die genau? Sie sollen in Frankfurt ihre Basis haben, aber müssen nicht unbedingt nach jedem Flug wieder nach Frankfurt zurückkehren. Also wir sind tatsächlich sehr gespannt, mit welchen Kunden wir in dieses Gespräch kommen, um dann neue Dinge zu unternehmen. Also für uns ist das wirklich eine große unternehmerische Chance, auf die wir uns wirklich sehr freuen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Ich habe gelesen, das ist ja auch ganz spannend, das Stichwort Aeroshark. Das hört sich ja auch wirklich ganz spannend an, diese Haifischhaut auf der Flugzeugaußenhaut. Das Thema ist eigentlich nicht neu, davon redet die Luftfahrtbranche schon ziemlich lange, aber mir war nicht bewusst, zum einen, dass es eigentlich noch nie einer wirklich im praktischen Betrieb eingeführt hat und zum anderen, dass sogar Lufthansa Cargo hier sozusagen, glaube ich, mit beteiligt war irgendwie an der Entwicklung oder an der... Also Sie haben völlig recht, diese Idee, Flugzeuge noch aerodynamischer zu machen, indem man eben ein Coating letztlich auf eine Folie aufbringt, die hilft, nochmal die Strömungen entlang des Rumpfes und entlang der Flügel besser zu kanalisieren. Die Idee gibt es schon lange und ich glaube, die gibt es tatsächlich schon 20 Jahre. Und technisch umsetzbar war sie aber eben noch nie. Und das ist jetzt ein Thema, an dem tatsächlich Lufthansa Technik zusammen mit der BASF gearbeitet hat und jetzt eben an der Zulassung arbeitet. Also das heißt, es gibt schon eine Zulassung für eine 747. Da ist es nämlich testgeflogen und hat sozusagen bewiesen, dass es wirklich Kerosin einspart. Aber jetzt die Zulassung für die 777 und das
finale Engineering läuft noch. Und das ist auch eins der Themen, mit denen wir ins nächste Jahr starten werden. Und wir haben es nicht entwickelt, sondern wir sind einfach nur die stolzen ersten Nutzer und freuen uns sehr drauf. Denn dieses große Thema, wie können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, wie können wir klimafreundlicher werden, das ist ein Thema, was uns enorm umtreibt und das ist ein sehr schöner Baustein dafür. Wie viel Quadratmeter werden denn beklebt auf jedem Flugzeug und wo am Flugzeug werden die angebracht, diese Folien? Also das ist sowohl quasi von unten als auch von der Seite, aber die Quadratmeterzahl kann ich Ihnen leider nicht nennen. Man sieht es überhaupt nicht. Es ist quasi eine durchsichtige Folie. Also es gab so ein bisschen die Diskussion, ändert das dann irgendwas an unserer Livery, dass die irgendwie anders erscheint? Aber ich glaube, dass man das gar nicht sehen wird. Und davon habe ich irgendwie gelesen, erwarten Sie sich völlig, ich glaube, 1% Treibstoffersparnis pro Jahr, oder? Was ja doch eine ganze Menge ist für die ganze Flotte gerechnet. Ja, also dann natürlich immer jeweils für das Flugzeug, auf das es eingenetzt wird, aber wir wollen es auf alle Lufthansa-Flugzeuge anbringen, genau. Aber ist das auch für die Passagiere ein Thema oder ist es jetzt nur bei Ihnen im Moment geplant? Wir sind im Moment die Frontrunner, wir sind die Ersten, die es jetzt wirklich anbringen, aber auch die ganze Lufthansa macht sich einen riesen Kopf zu dem Thema, wie werden wir klimafreundlicher. Also ich nehme an, das wird auch da eingesetzt werden. Also haben Sie mal angefasst, diese Folie? Wie fühlt sich das an, wenn Sie anfasst, die Folie? Haben Sie mal versucht? Ich habe hier ein Stück. Ich kann es Ihnen sogar mal zeigen. Sie mal. Tada. Oh, ja, da, ich muss aber das ist jetzt aufgeklebt auf eine weiße Platte. Also deswegen, man kann da sehen, da ist... Ja, genau. Ja, aber sonst würden Sie gar nichts sehen, dann wäre es nämlich durchsichtig. Also, ja, also man kann so... Was fühlen Sie denn da, wenn Sie da drauf fassen? Also man fühlt es kaum mit dem Finger. Es ist wirklich in der Ebene Nanopartikel. 50 Mikrometer sind diese kleinen Rippen nur groß. Also es ist eigentlich lustig, weil man es tatsächlich mehr glauben muss, als dass man es sehen kann. Aber natürlich kann man letztlich messen, ob man wirklich weniger Kerosin verbraucht. Und das konnten Lufthansa Technik und BASF nachweisen. Sehr spannend. Und wann geht das los? Wann wird die erste Maschine damit starten? Ja, ich denke, das ist auch Anfang nächsten Jahres. Also irgendwie, ob es direkt im Januar ist, hoffentlich, ja. Na, ich sehe schon, da kommen ja einige spannende Dinge auf Sie zu. Der MD-11-Abschied ist jetzt noch vorher, der ist noch dieses Jahr, ne? Ja, der ist jetzt nur noch 2 Monate weg, ja. Das dauert leider gar nicht mehr lange. Also das heißt irgendwie im September dann, oder wie? Mhm. Ich weiß ja, wie viel Ihre Piloten und viele Flugzeugfans an diesem Flugzeug hängen. Werden Sie als Lufthansa Cargo irgendwas machen zu dem Thema? Wir werden sie adäquat verabschieden und wir müssen jetzt ein bisschen gucken, was in den Corona-Zeiten geht. Aber sie wird nicht sang- und klanglos die Flotte verlassen. Denn die hat uns sehr lange sehr gute Dienste geleistet. Also das ist das Mindeste. Ich bedanke mich ganz herzlich, Dorothea von Boxberg, CEO von Lufthansa Cargo, dass Sie mit Plane Talk heute gesprochen haben. Und ich hoffe sehr, dass wir noch viel Gutes von der Fracht und von Ihnen hören werden. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für das Gespräch. Andreas, danke für dieses gute Gespräch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele jetzt in den letzten Minuten die Frage gestellt haben, könnte so ein zukünftiger, wer weiß wann, Chef von der Lufthansa-Gruppe aussehen? Ich würde einfach ganz klar sagen, warum nicht? Sie sind natürlich der totale Gegenentwurf zu Carsten Spohr. Ich kannte Carsten Spohr schon, als er noch Chef der Lufthansa Cargo war und später nur der Passagechef. Und der war derartig aufgepumpt vor etwas übertriebenem Selbstbewusstsein damals, Carsten Spohr, über dem Boden zu schweben. Du meinst, er flog mit Testosteron und nicht mit Kerosin? Ja. Nee, auch so einfach mit so diesem etwas macho-mäßigen, ich bin der tolle Pilot und eine tolle Firmen, also zumindest einer der Firmenchefs damals. Und das hat sich später alles geändert. Heute ist er anders, hat durch viele Erfahrungen, wie den Germanwings-Absturz und so weiter, eine Menge an Erfahrung und an Demut, glaube ich, gelernt. Aber damals war er so ein bisschen aufgepumpt. Und das ist sie halt überhaupt nicht. Und das finde ich extrem angenehm und sympathisch. Und das habe ich auch eben immer wieder beschrieben bekommen von Kollegen und Kolleginnen von ihr, die das eben genauso sehen. Und da würde ich ganz klar sagen, ja, das ist CEO-Material, warum nicht? 3, 4, 5 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von Carsten Spohr noch läuft und ob er jetzt schon woanders hin denkt. Aber ich glaube, sie ist ja noch knapp unter 50. Also das heißt, sie hätte eigentlich ein gutes oder ideales Alter dafür. Genau, also die hat noch Zeit. Die muss jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren Chefin werden. Also insofern würde ich absolut glauben, dass sie also in diesem Pool von potenziellen Führungskräften sicher bleibt, ja. Okay. Tja, und wenn wir über die nächsten Plane Talk-Folgen sprechen, dann reden wir doch ganz kurz konkret über die nächste, denn da sprechen wir mit F-Herald oder Aviation Herald und ich glaube, das ist ja eine Seite, die du auch regelmäßig frequentierst. Hast du eine Meinung dazu, die wir so mitnehmen können, quasi als Teaser auf die nächste Sendung? Ich bin ein großer Fan vom F-Herald. Ich finde es total faszinierend, wie es diese Website schafft, Informationen zu besorgen, eine Dichte
und einer Genauigkeit und auch einer Schnelligkeit, die die meisten professionellen Redaktionen gar nicht hinkriegen würden. Und ich frage mich oft, das musst du bitte auch fragen, wie Herr Chradeczky, so heißt er, glaube ich, der Inhaber und Betreiber, wie er das überhaupt macht, also wo der überhaupt seine Quellen hat und ob er das alleine macht oder ob er da irgendwie ein Netzwerk weltweit hat, vermute ich fast. Aber das ist mir als Journalist schon fast unheimlich, wie schnell und genau und präzise der da Informationen, Hintergründe oft hat, selbst bei abgelegensten Abstürzen. Wir hatten erst gestern einen Vorfall in Kamtschatka, was natürlich am Ende der Welt liegt für uns und wo auch in Russland, im Fernen Osten Russlands nicht gerade dichte Quellenlage ist. Und auch da hatte er sehr schnell also irgendwie alle Details vom Wetterbericht bis auch ein Foto von der Aufschlagstelle des Flugzeugs und so weiter. Also das ist nur ein kleines Beispiel, aber das ist eben das meistens so. Also ich muss ja sehr oft über Abstürze berichten und da ist das immer ein Must-See, der Earth Herald. Für heute sage ich einmal einen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass nicht ein Crash uns wieder zusammenführt, sondern wieder ein interessantes Interview. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Servus Thomas. Ciao. Engine 1 out. Plane Talk ist eine Produktion von Pilots Eye TV. Im Internet unter planetalk.tv. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk.